Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein ganz spontanes Rezept und ich dachte, ich nehme das auf. Und zwar geht es um Cookies. Ich zeige euch die, wie ich sie backe. Und zwar benutze ich keine Butter, sondern Margarine plus den Zucker. Das Ganze wird dann gut vermischt mit der Hand. Natürlich kannst du das Ganze auch in der Küchenmaschine. Und ja, und dann wird es halt so durchgeknetet, bis der Zucker und die Margarine sich gut vermischt haben. Ich persönlich finde, dass es gar nicht so einen großen Unterschied macht, wie ob man jetzt Butter oder Margarine benutzt. Eine Sache ist halt wichtig, also bei der Butter schmecken die Cookies ein wenig besser, aber so einen großen Unterschied gibt es da nicht. So, wenn sich dann die Margarine und der Zucker sich gut vermischt haben, kommen dann jeweils die Eier hinzu. Und das Ganze wird dann auch noch mal gut umgerührt, bis sich die Eimasse unter die Buttermasse gemischt hat. Und da ist es auch ganz wichtig, dass die Eier und die Margarine Zimmertemperatur haben. Ansonsten kann man das nicht vermischen. Ja, das ist auch noch ganz wichtig. Und das wird dann gut umgerührt, bis das Ei sich gut vermischt hat mit der Margarine-Zuckermischung. Alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung. Also falls du Lust bekommen solltest, es nachzubacken, unten steht nochmal alles detailliert. Und bei dem Rezept kommen insgesamt 8 Cookies raus. Falls du nur die Hälfte, also nur 4 backen möchtest, brauchst du einfach nur alles auf die Hälfte runterrechnen. So, jetzt wird nochmal mit dem Schneebesen alles gut umgerührt, damit das ein bisschen cremiger wird. Dann kommt das Mehl hinzu und das wird dann auch nochmal gut umgerührt, plus Backpulver und eine Prise Salz. Es ist wirklich total einfach, es einfach nur mit einem Kuchenschaber umzurühren oder jetzt mit einem Kochlöffel könnte man das auch machen. Und das ist auch alles sehr, sehr fix erledigt. Also nimmt auch gar nicht viel Zeit in Anspruch. Das Einzige, also wenn man vorhat, dieses Rezept nachzubacken, also Cookies machen möchte, dann sollte man daran denken, dass man einfach die Margarine und die Eier ein bisschen früher aus dem Kühlschrank rausnimmt, damit sie Zimmertemperatur haben. So, das ist auch schon erledigt. Jetzt ist auch schon der Teig so gut wie fertig. So, jetzt brauchen wir Schokolade. Ich habe hier Vollmilchschokolade. Du kannst natürlich auch Zartbitterschokolade dazu nehmen. Und ja, also man könnte auch viel mehr Schokolade in den Teig reintun. Das ist euch selbst überlassen, je nachdem, wie süß ihr es gerne hättet. Ich habe jetzt hier 240 Gramm Schokolade, die dann gut klein gemacht wird. Also es können auch etwas größere Stücke dabei sein. Das macht auch überhaupt nicht viel aus.
So, wenn das dann erledigt ist mit der Schokolade, dann sind die Nüsse dran. Ich habe hier Erdnüsse und Walnüsse genommen und da könnt ihr auch, je nachdem, was ihr am liebsten mögt oder was ihr zu Hause habt. Ich hatte jetzt Walnüsse und Erdnüsse zu Hause, deswegen kam das jetzt mit da rein. Das wird dann auch nochmal schön zerkleinert. Ihr könnt es auch ganz mit hinzufügen in den Teig. Das Ganze wird dann gleich gut umgerührt. Sodass sich die Schokolade und die Nüsse komplett im Teig dann verteilt haben. Dann geht es dann auch gleich ans Portionieren. So, dafür brauchst du jetzt eine Waage. Am besten eignet sich eine kleine Schüssel, wo du deine Hände befeuchtest. Dann lässt sich der Teig auch, dann haftet er nicht so viel an deinen Händen. Die Portionen sind ungefähr 130 bis 135 Gramm. Das ist dann ein Keks so groß. Und dann kommen ungefähr 8 Cookies daraus. Du könntest natürlich auch das halbieren. Dann würdest du kleinere Cookies bekommen und mehr haben. Ich habe sie jetzt in der Größe gemacht. Das finde ich jetzt optimal, die Größe. Die werden dann auch zu schönen Kugeln geformt. Das ist auch ganz wichtig. Wenn das dann erledigt ist, wandert das Ganze dann gleich in den Kühlschrank. Für circa eine Stunde. Das hat auch den Vorteil, dass sie, wenn sie kalt gelagert sind, dass sie dann langsamer im Backofen, also die Prozedur verlangsamt sich. Und dann bleiben sie auch viel, viel dicker. Also wie ihr das jetzt gleich sehen werdet im Backofen. Das habe ich nämlich auch gefilmt. So schaut das Ganze aus. Die Cookies wandern dann für eine Stunde in den Kühlschrank. Nach der Stunde wird dann der Backofen auf 190 Grad Umluft vorgeheizt. Dann kommen jeweils 4 Cookies auf ein Backblech, so wie ich das jetzt gerade mache. Und werden dann für circa 13 bis 14 Minuten gebacken. Ihr müsst auf jeden Fall ein Auge darauf haben, weil es kann mal kürzer dauern, mal länger. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell. So schaut das Ganze auch aus. Sie schmecken wirklich richtig, richtig gut.
Also man glaubt es kaum. Ich dachte, man bräuchte immer Butter, bis ich halt vor längerer Zeit mal dieses Rezept ausprobiert habe. Es ist wirklich wunderbar. Wenn sie aus dem Backofen rauskommt, schaut das Ganze so auf. Da müsst ihr vorsichtig sein, denn die Cookies müssen komplett abkühlen, bevor ihr sie verzehren könnt. Am besten auf so einem Gitterrost drauf tun, bis sie komplett abgekühlt sind. Ja, das habe ich nicht gesehen. Die Ember, die wollte, glaube ich, noch mal schauen, ob alles richtig gegangen ist. Ja, und jetzt zeige ich euch das Ergebnis, wie das Ganze von innen ausschaut. Also sie sind wirklich, außen sind sie sehr knusprig und innen weich, wie man das halt von den Cookies kennt. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du noch mehr Rezepte sehen möchtest, über ein Abo und bis zum nächsten Mal.